Wir haben noch ein ganz wichtiges Video von Timber. Ich glaube, ihr kennt Timber noch. Ihr kennt Timber noch vom GSI-Skip. Und der Arzt hat inzwischen noch mal mehr Videos gemacht, ja? Also das habe ich schon privat geguckt. Das ist auch nicht für eine Reaction geeignet, würde ich sagen. GSI-Skip war absolut mindblowing. Ne? Das war, dass er quasi die Himmelsinsel komplett geskippt hat und von der Himmelsinsel sich direkt, nicht so ganz schnell, aber trotzdem, ohne quasi den Boden zu berühren, direkt beim Final Boss landet. Unglaublich krasser Prozess mit 1000 Glitches gewesen. Habe ich auch eine Reaction dazu gemacht, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und danach hat er jetzt noch ein Video gemacht, wie er TOTK abgeschlossen hat, quasi mit 0%. Ohne irgendeinen Ort quasi gesehen zu haben, um wirklich 0% abgeschlossen zu haben. Sehr krasser Typ. Also wirklich, der ist so ein Nerd, aber so heftig einfach. Es ist also heftig, was der alles rausgefunden hat, beziehungsweise wie der die Geduld dafür aufbringt, solche Dinge auszuprobieren. Timber-Videos sind alle mindblowing. Ja, ich kenne auch fast alle tatsächlich inzwischen zu TOTK. 0% is not the goal I thought I'd be trying to accomplish after skipping the Great Sky Island, mainly because I wasn't familiar with the list of goals the game considers when calculating the final percentage. When I saw that I only got 0.2% on my first successful attempt of GSI Skip, I looked it up. And yeah, it's completely doable. Okay, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was er hier machen möchte, ja? Also er versucht, wie gesagt, TOTK durchzuspielen. Man kriegt ja die Prozentanzeige, wie viel Prozent man von 100 hat, nachdem man Ganon das erste Mal besiegt hat. Dann bekommt man die Prozentanzeige. Und sein Ziel ist es jetzt quasi, das Spiel abzuschließen, also quasi Ganon zu besiegen mit 0%. Und dafür darf er halt keinen Krog gemacht haben, er darf keinen Ort auf der Karte registriert haben, er darf keine, was ist noch, zählt noch dazu? Abgründe zählen dazu, Höhlen zählen dazu, wenn man das alles besucht hat. Das darf er alles nicht machen quasi. Und das versucht er jetzt quasi zu machen, weil er hatte, als er einmal den GSI-Skip geschafft hatte, das Spiel mit 0,2% abgeschlossen. Aber jetzt geht's halt darum, dass er es mit 0% schaffen möchte. While the setup and execution is time-consuming and difficult, adding the layer of getting 0% at the same time isn't that much more work, to be honest. Okay. If I'm gonna make the effort to skip GSI again, also er sagt, es ist nicht so viel Arbeit, aber trotzdem geht das Video fast 20 Minuten. I'm gonna try to test two other things as well. Whenever you first start in the Room of Awakening, you're stuck in a room until you cut these two vines to get out, making your only option to grab the Decayed Master Sword in order to cut the vines. Given that the Decayed Master Sword only has 6 durability before it breaks, the game has a flag that makes the weapons lose no durability on use. This is to prevent you from breaking the sword before cutting the vines and locking yourself in. Wie hat er es gerade geschafft? Warte, wie hat er es gerade geschafft? Das wusste ich. Also, ich weiß, dass das Master Schwert, das Decayed Master Sword, also das zerfressene Master Schwert, unendlich Haltbarkeit hat, bis man die Ranken zerschnitten hat. Danach hat es einfach nur noch 6 Schläge und dann ist es für immer kaputt. So, und dann gibst du es ja auch ab an Zelda und bla bla bla, ne? Ihr kennt den Scheiß. Aber wie hat er es gerade kaputt gemacht? The interesting thing about breaking the sword before cutting Wie hat er es hier kaputt gemacht, obwohl er noch im Raum ist? vines and locking yourself in. Was stand da? Du Hund, was stand da? Okay. Er hat das Material von jemand anderem geklaut. Anscheinend was gemoddet. The interesting thing about this is this applies to all weapons and shields. And if you were able to get out of the room without cutting the vines, you might be able to play the game with infinite durability weapons. Well, we have gotten out of the room before, but unfortunately, the infinite durability only lasts until you reach the Temple of Time for the first time. My question is, Warum? what if we don't? Given that we aren't going to the Temple of Time at all, can we create a weapon that will still have infinite durability all Ich finde sogar, dass er mit Freecam spielt einfach, ne? Also, dass die Kamera quasi stuck an einem Ort, das finde ich mal so cool, das sieht irgendwie so lustig aus. the way through to the end of the game? Also, anscheinend gilt es für alle Waffen. Egal welche Waffe in diesem Raum ist, quasi bis man die Ranken zerschneidet, haben die unendlich Haltbarkeit. Das kann interessant sein. Game, I'm starting to get some ideas. Was hat es The damit zu second thing I tun? want to accomplish is standing on the surface. Currently, I'm doing some janky stuff to beat the game without doing GSI, but I haven't felt the freedom of existing in a world without barriers. While I don't think I can find a way to remove the barriers right now, I want to take some steps towards that goal. I want to stand on the surface. So let's get started. Warum? Talking about the glitches I'll be using in this video. Circle is a glitch where we remove, equip, and remove a weapon or shield within a few frames, using the map room to buffer these frames. This allows us to stack equipment outside the game's view, which can be used for more damage or to take equipment from one save to another. Fuse entanglement is when we interrupt our attempt to fuse an object to our shield by changing shields in the middle of our Ich glaube, die fuse. Glitches kennen wir alle This schon allows inzwischen, the ne? object to still be in the game world while the game thinks it's attached to our shield. This also allows non-Zonai devices to move during dialogue.
When we zuggle a shield that we use for fuse entanglement, we can transfer that object with. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir fangen gerade erst an. Willkommen bei Timber. Wir fangen gerade erst an. Es wird doch viel lustiger. Aber ich frage mich gerade, warum. Also, ich frage mich zwei Sachen gerade. Okay, also er stellt die Glitches vor, ja? Zealot, glaube ich, nennt man das, ne? Zealot wird's ausgesprochen. This is called a slot. Or a Slot, keine Ahnung. Zuggle load object transfer. Ja, okay. Zealot kennt man. Generell die ganzen Glitches, die er bisher zeigt, die sind kompliziert zu erklären und ich kann auch nicht genau sagen, was die genau bewirken. Er erklärt es ja gerade, aber ich kann es nicht genau wiedergeben. Aber ich frage mich gerade, warum möchte er zum einen auf der Oberfläche stehen nach dem GSI Escape? Was hat er davon? Und vor allem, warum möchte er die unendliche Haltbarkeit bekommen durch den Raum des Erwachens? Das verstehe ich nicht ganz. Recalling a slotted object and then loading a save causes the object to be frozen in time until we recall it again. Genau. Or put the shield in our inventory to remove the object from the game. This is called a recall lock. In this Recall lock kennt video, man I'll be auch. hopping between the present time and the future. The present being the save file I'm trying to achieve 0%. And the future being the save file I'm using to Wie hat er einen zweiten Link dahin gekriegt? What the fuck? Wie hat er einen zweiten Link dahin bekommen? hand to my past self. I'll be putting these markers on the top left corner whenever that information is relevant. To get 0%, the only thing I need to do differently from my GSI skip video are the 2 caves in the Great Sky Island location. After the prologue, we start in the Room of Awakening. Given that I want to experiment with unbreakable weapons, I need to avoid cutting down these vines. Before I do that, I'm gonna sim. Damit er keine Waffeln aufsammeln muss, beziehungsweise nicht an diese Orte gehen muss, I guess. Ach, das ergibt Sinn natürlich, ja. Das ergibt Sinn. Also, er hat gerade selbst gesagt, also ein Ort gibt 0,4%. 0,04%, sorry. Heißt also 4 Höhlen, also 4 Höhleneingänge, die er freigeschaltet hat beim letzten Mal, machen 0,16% aus von 0,20. Also, es ist eine einzige Sache muss er noch weglassen. Aber was ist das bitte? myself a care package to start the game. Wie hat er das gemacht, Digga? Before I do that, I'm gonna send myself a care package to start the game. Es war gut gemacht. Normally I need to get rubies to fight the army, and while I'm hoping my weapons will be unbreakable, I can't rely on that being the case. In order to get rubies, I need to enter at least one cave, so to avoid that cave, I'll send myself a ruby. We can do this by slotting the ruby and loading the save. Okay, also, das ergibt Sinn. Er slottet den quasi rüber auf seine andere Save-File, was geht. Wie gesagt, das geht mit einer Menge Glitches. Quasi, dass er im Raum des Erwachens direkt schon einen Rubin hat oder ein Rhodonit hat, damit er nicht in die Höhle gehen muss, weil da würde er ihn eigentlich bekommen. Ergibt Sinn, ja. Next, I'm gonna send myself a busted weapon. If this weapon happens to be unbreakable, then in theory I could send myself a Royal Guards weapon fused with the strongest Lionel Horn. A Royal Guards weapon nicht so deals verkehrt, double ne? damage on the last 3 hits, but on the very last hit, the one that is supposed to break on, it deals double that damage as well. So Das ist gottlos. maybe I can get a sword all the way down to the last hit and use it on the present file to deal almost 400 damage per hit. To transfer this weapon, we'll need Okay, also er will sich die stärkste Waffe quasi im Spiel machen. Nicht ganz, die stärkste Waffe im Spiel funktioniert mit einer Knochenwaffe, das wissen wir inzwischen. Aber er will sich die ansonsten stärkste Waffe im Spiel machen quasi und will die bis auf den letzten Hit aufheben, dann aber unbreakable machen. need to slot any Okay. other weapon and also zuggle the weapons that we want to transfer. Slotting a random weapon lets us pick up a weapon in the room so that we can then drop the zuggle and pick up the transferred weapon. I'll also be sending myself a message not found master sword as a backup. I'll be Klar. doing the same with Noch the Master shield Schwert for the natürlich. SDC later. After that, I'll need to send myself some fairies. While I don't need fairies, because I'm a pro gamer that never dies, I do Digga, man kann sich sogar fucking Feen rüber slotten. Das ist zu krass. absolutely need them for something later in the video. This is a new glitch that I was unaware of until after GSI skip. Not that I would have used it though. This glitch uses Minoru Hold Smuggle. Minoru Hold Smuggle is the act of summoning Minoru and getting honor, pausing the game, and then dismissing Minoru, holding the item you want to smuggle, watching 2 memories, Warum 2 Erinnerungen? Wer findet das then raus? backing out of the menu. This puts the items in a state where the menu thinks they're in our hands, but the game doesn't perform the holding animation. While in this state, Lol. we get access to another glitch called Item Save Load Transfer. In order to transfer them to another save, we need to die, head to the title screen, and load the save we want to transfer to. To complete the transfer, we only need to hold one item, back out of the menu, drop them on the ground, and pick them all up. It's important to note that none of these items count towards Also, okay, er hat die Feen also rüber geslottet, aber nicht, dass sie im Raum schweben, sondern dass du quasi die Save-File lädst, eine neue Save-File und direkt Items in der Hand hältst. Wer hat diesen
diesen Minero-Glitch rausgefunden. Was zum Fick? What the game considers as completion percent. Das weiß man, das weiß man. Also Waffen und Items und sowas zählen nicht zu den Prozenten dazu. Das ist alles nicht wichtig. STC. STC gives us a clip to fall out of the room and hit the title cutscene trigger. So I'll need to slot a steering stick. Then I can drop the shield and ride the stick shortly afterwards. Yeah. After the title cutscene, we are presented with our first real obstacle, avoiding the Great Sky Island location. Avoiding the GSI location means we need to avoid standing anywhere on this part of the first island. Warum? Das da hinten zählt nicht als GSI oder was? Das da hinten, der grüne Bereich, zählt nicht zu Great Sky Island. Wieso? Wer hat das rausgefunden? Wieso ist das so? Aber im Wasser würde auch funktionieren. Im Wasser kannst du sein. Die Meldung, dass du auf der vergessenen Himmelsinsel bist, kommt erst, wenn du an Land stehst. Das weiß ich. To help out with that, instead of trying to do it right after the title cutscene, I can save immediately, load the game to put me back in the Room of Awakening after the title cutscene. I'll perform the clip again. Fuchs, Alter. Was ein Fuchs. And move to the front of this room. Er hat überlebt, aber er ist gefallen. Clip again and start using the Mazdoor jumps to get to the spot that I need to avoid the location. Das ist ekelhaft. Ja, aber dafür braucht er jetzt wahrscheinlich die Feen, oder? Weil ich meine, er bräuchte ein Schild für Fall Damage Cancel und den hat er nicht. Oder hat er eigentlich schon. Macht der Fall Damage Cancel? I could oder? perform a fall damage cancel on this wall, but I have fairies, so I just hit the ground. Scheiß drauf, ne? Now I've successfully avoided the GSI location. I dupe the rubies and fairies and get the Puripad. Here's where I make a hard save and return to the future to start the setup. Das kennt man auch, das ist aus Speedruns, ne? Dass er jetzt hier einen Hard Save macht und dann rüber zum Tempel der Zeit geht, ohne den Boden zu berühren, weil auch das wieder zu GSI zählen wird. Also wenn ich sage GSI, meine ich Great Sky Island, also vergessene Himmelsinsel, ne? Und die darf er nicht freischalten quasi. Of GSI skip. My previous video goes into plenty of detail about GSI skip, so this time I plan to show the setup more linearly. But I've also released a mostly unedited video from the start of GSI skip setup to the start of Army. I did speed up the drop though. As much as I want to make a guide for this setup isn't going to last long. The community and myself will find a much faster way to do this, and hopefully easier. I wouldn't suggest you try it unless you're really feeling it. It's literally the first thing that worked, and the speed or difficulty of the setup was last on my list of priorities. Ich werde das ganz sicher niemals ausbauen. Ihr könnt mir jetzt von mir aus 3.000 € spenden und sagen, Schneider, mach das jetzt. Nein, ich mach das nicht. Ich werde das niemals machen. Das ist zu krank. Da ist dann zu viele kranke Elemente drin, wo ich mir denke, einfach, ich bin zu blöd dafür. Ich bin wirklich einfach zu dumm dafür. The unedited run is on my second channel, where I intend to post more unscripted guides for things I don't really want to make a whole video about. To summarize, I need to get to the army. Und das ist die Sache, weil es auch mehrmals im Chat geschrieben wurde, ne? Der Typ erklärt es, als wäre es das Normalste der Welt. Der erklärt es, als wäre es das Normalste der Welt. Und ich glaube wirklich, wenn du so drauf bist, dann bist du auch nicht in dem Modus, dass du sagst, oh mein Gott, Leute, ich bin so krass. Guck mal, was ich hier rausgefunden habe. Du bist einfach so, yo, dann habe ich ein bisschen rumprobiert und dann habe ich das rausgefunden, zufälligerweise. Und er ist so null irgendwie, er fühlt sich so null deswegen cool, obwohl er es eigentlich echt dürfte. Der darf sich literarisch wie Gott fühlen, aber macht er nicht. Trigger from GSI. Because the army trigger takes priority over the void out that normally happens when you attempt to leave the Great Sky Island early. Das wusste ich, das ganz kurz, was er gerade gesagt hat. Das weiß man inzwischen. Wie gesagt, wenn man GSI verlässt, also die Himmelsinsel verlässt, wird man ausgevoidet. Aber es gibt ein einziger Bereich quasi, der höher priorisiert ist als der GSI Void, also quasi als der Bereich um GSI drumherum. Und das ist eben die Armee des Dämonenkönigs. So, das quasi, wenn man den Bereich betritt, wenn man theoretisch vom einen Frame auf den nächsten von der vergessenen Himmelsinsel direkt bei der Armee des Dämonenkönigs ist, dann ist man bei der Armee des Dämonenkönigs. Dann wird man nicht wieder ausgevoidet, weil das anscheinend höher wiegt, irgendwie in der Prioritätenliste von TOTK. Keine Ahnung warum. Doing this by using a steering stick to clip during the battery dialogue. Ich glaube, Nintendo hat das auch selbst nicht hinterfragt, die haben das einfach so gemacht und dann hat es sich einfach so ergeben. Aber das ist ja aus einer Programmierersicht ergibt das ja Sinn. Ich habe nicht viel Ahnung von Programmieren, überhaupt nicht eigentlich. Aber es ergibt natürlich irgendwie Sinn, dass es irgendwie eine Reihenfolge geben muss von Events quasi, damit die verschiedene Prioritäten haben. Quasi, wenn mehrere Fälle gleichzeitig eintreten, zum Beispiel das Link gleichzeitig, also es sind ja mehrere Events, die gleichzeitig eintreten. Zum einen das Link von der GSI weg, also von der vergessenen Himmelsinsel runter. Das ist ein Event, das getriggert wird. Und das andere Event ist eben, dass er sich konkret bei der Armee des Dämonenkönigs befindet. In einer anderen Zone, in der diese andere Cutscene getriggert wird. Und eine dieser beiden Szenarien muss ja Priorität haben. Und anscheinend hat sich Nintendo dazu entschieden, dass die Armee des Dämonenkönigs Priorität hat und man nicht ausgevoidet wird. Warum? Keine Ahnung. Box makes you fall slowly. After making my way to the bottom floor out of bounds, I'll have a platform that I've set up in the future file. This platform is weightless, das ist einfach krank. But is locked in place by a single board. Because the build is weightless, I need to add just a little bit of weight to the back. This is because everything but the board on the bottom that's locking the build is ghost glued to a hover stone.
which forces the platform to be in a constant state of tension, trying to make its way to the hoverstone. The hoverstone kennen wir auch is noch. recall locked in a small part of the army trigger that is out of bounds. And the only way I can get this build to make it all the way is if the weight is enough to keep me low, so I travel underneath the area and get Link inside the trigger. Allein das schon, ne? Das finde ich fast den abgefucktesten Part. Dass er von der Himmelsinsel runterkommt, ist die eine Sache. Aber dass er dann out of bounds im Untergrund ist, genau in dieser winzigen Box landet, dass er dass er die Location dafür überhaupt finden konnte, ist schon abgefuckt genug. Und dann auch noch so einen Glitch ausführt, damit der Hoverstone, also der Schwebestein, diese Plattform langsam rüberzieht und er dann in diese Zone gezogen wird. Das ist der krankste Part vom ganzen Glitch wahrscheinlich. First, I head to my house to get mentally prepared. So krass kompliziert ist das aber auch nicht. Noch nicht, ne? Aber GSI Skip war schon gestört. And get Link inside the trigger. First, I head to my house to get mentally prepared to try this again. I also tend to keep things I use often as shields on my wall, so I grab the stone slab and head to Terrytown. Ich liebe diese Kombination, ne? Rakete auf, Lenkelement auf Rakete. Das ist so eine gute Kombination. Get my slab, I grab a few extra boards and make my way to the Riverside stable. This is where all of the build setup takes place. I first fuse and tangle the board I'm going to use to lock the build. Then fuse and tangle all the other boards and a hoverstone. I build a box without a lid, and then ultra broken free call the whole build, leaving off the locking board, the weight, and the hoverstone. Ja, das meinte ich ja eben gerade. I zuggle all my shields and leave the build here for now. I head up to the place I'm going to clip and set up a steering stick using weapon fuse entanglement. I take a practice shot and then recall lock the stick in place. Now I can head back down to my build. I've placed markers on my map at the stick's location, so I move my build underneath that. I head into a shrine to get the build to fall below the location. Das hat er hier gemacht, ne? Das hat er hier gemacht. Now I can head back down to my build. I've placed markers on my map at the stick's location, so I move. Ja, das hat er gemacht, weil er da out of bounds ist. Genau, da ist der Untergrund quasi nicht da. Das heißt, da ist er irgendwie, ja, da kann er durchglitschen. My build underneath that. I head into a shrine to get the build to fall below the depths. Then warp to the place I'm using to get out of bounds. Once out of bounds, I get as close as I can to the build to get it to continue to fall to the bottom of the depths. The floor has no friction, so Da kann man wirklich, da fällt mir nichts mehr zu ein, Alter. everything slides around freely, except the sled. So I use that to mark the spot and recall lock the build. When I load the save, Ich glaube, niemand versteht gerade zu 100%, was er von mir möchte. Oder was er hier erklären möchte. So zu maximal sage ich so zu 70-80%. Da sehe ich mich auch ungefähr. Aber 100? Nein, ich bin raus. I have to get out of bounds again. But this time I use the frictionless floor to slide to the build and give me a little bit of a break. Once I arrive, I ghost glue the hoverstone to the front of the build, and to help me peel it away, I use another hoverstone and a rocket. I glide across the ground until I'm behind Ganondorf and make my way up to the area where I'm gonna leave it. Genau. Das ist jetzt in der Nähe von der Arena. Wie heißt es denn nochmal? Until I'm behind Ganondorf and make my way up to the area where I'm gonna leave it. Wie nennt man das denn nochmal? Die, Miasma-Grotte? Nein. Fuck, wie heißt der Ort denn, wo die Armee des Dämonenkönigs kämpft? Ich weiß gerade gar nicht genau. Ist auch egal eigentlich. I carefully back this closer to the trigger. I mark this part of the map as it's where the back of the army trigger is. At this point I get my hoverstone as high up as this area will allow. I recall lock it and head to the GSI save. Aber ich wundere uns gerade ein bisschen, dass das so viel erklärt, ne? Weil das Setup kennt man ja schon. Das ist an sich ja jetzt nichts Neues. For a moment to void out and get an autosave. I head back to the future and make some last minute adjustments to the stick to better line it up with the build. I use the autosave I made a moment ago and head over to this construct to get a bow and some arrows. And just to show you the infinite durability weapon. At least you can see it now in case it doesn't work at army. I grab the club weapon and head to my... So krass, ja, also nochmal, weil er jetzt quasi GSI nicht betreten hat, irgendwie weil er da durch den Raum durchgeglitscht ist, das war so eine abgefuckte Scheiße. Warum hat er das eigentlich gemacht? Jedenfalls, er hat jetzt diese Waffe, eine unglaublich starke Waffe, die irgendwie mit jedem Schlag 400 Schaden macht und die wird niemals zerbrechen. Hat er sich auch zurechtgeglitscht über sehr, sehr komplizierte Wege, aber egal. Steering stick. I make sure I have no shield equipped and pick up the board shield. I drop my... Also nochmal die Zusammenfassung, weil Pierre auch gerade gefragt hat, ich glaube, viele sind gerade ein bisschen verwirrt, ja? Nochmal die Zusammenfassung, er macht gerade noch mehr Glitches, damit er nicht mal, also er versucht quasi TOTK durchzuspielen mit 0%, 0,00%, ohne jemals einen Ort betreten zu haben oder überhaupt quasi aktiviert zu haben. Das heißt, er hat nicht mal die Himmelsinsel aktiviert, weil auch die Zone hat er irgendwie geskippt. Keine Ahnung, geht er wieder unter die Armee, aber ich frage mich, was kommt da noch? My Zuggled steering stick club and pick it up.
I get into position. While this is relatively easy to do, I still get nervous. I take my shot, SDC, and we're good. Hat funktioniert. Sehr gut. Now we wait. I properly timed this and it turns out it's only an hour and 20 minutes, but it also depends on how low you are before the dialogue starts and how high the platform is off the floor of the depths. While I've skipped Stunde GSI, I'm not 20. done with it. A question I get asked often is if I think GSI skip will ever be possible for an any % speedrun. Unfortunately, I don't see any of the current glitches that will make that possible. Habe ich schon mal gemeint, ne? Habe ich beim letzten Mal auch schon gemeint. Und es ist gut, dass er es selbst nochmal sagt. Er glaubt nicht, dass das jemals für den Any % Speedrun relevant werden wird. Also wenn man das Spiel einfach versucht, von null auf quasi so schnell wie möglich durchzuspielen, egal mit welchen Zielen, Hauptsache einfach Credits sehen, das wird wahrscheinlich niemals relevant dafür, dieser Glitch oder diese Glitch-Kette, weil es einfach viel zu kompliziert ist, viel zu viel Zeit frisst. Und ja, er hat gemeint, also quasi, er hat jetzt zwar alles geskippt, so, was natürlich krass ist. Es ist für Lowest Percent ist das super interessant, aber es bringt am Ende nichts, weil wie gesagt, diese Sequenz, dass er von der Himmelsinsel langsam nach unten gleitet bis in den Untergrund, dauert 1 Stunde 20 und der Weltrekord für TOTK liegt jetzt schon bei irgendwie paar 40 Minuten. Also das ist nicht mal ansatzweise beieinander. Deswegen, das ist leider aktuell, wahrscheinlich aber auch in Zukunft nicht relevant für irgendwelche Speedruns. Given what I know about the glitches Aber trotzdem impressive. and the effort this community has put into finding these glitches, I'd say it might be possible one day. Or it might be safer to say that I don't think it's impossible. If I'm the person that finds it though, I can guarantee the title of that video will say TOTK, any % world record. Cause you best bet I'm gonna snatch me a world record out of it. It might be short-lived, but I'll take it. Subscribe to the channel in case that day ever comes. But I also have a lot of interesting videos on the horizon. Ja, also auch wenn man nicht alles versteht, abonniert Timber wirklich, das ist gestört. Well, I'm at my platform. I know it's hard to tell, but I landed on the top of the build rather than in it. This at least gives us a better view. Ich riech die Millionen von Klicks. Nein, Kelvin, sowas macht nicht Millionen von Klicks. Das ist halt, für die Nerds ist das interessant, für jemanden wie mich ist das super interessant, aber für die meisten nicht. Die meisten checken gar nicht, was da abgeht. So. Auch zum Beispiel der Ocarina of Time Weltrekord ist halt für mich super impressive, auch wenn ich nicht weiß, was da passiert so genau. Aber das ist halt nur für die Nerds. Die meisten gucken sich das an und denken einfach, hä? Was geht da ab? Und wollen das überhaupt nicht sehen, so, weil man einfach da zugucken will als Casual, als Casual willst du nicht zugucken. Was impressive ist zum Beispiel so Mario Kart Weltrekorde. Weil Mario Kart, da werden keine so krassen Glitches ausgepackt, sondern da werden einfach halt die optimalen Shortcuts genutzt und so. Und manchmal geht man ein bisschen out of bounds oder nutzt irgendwelche abgefuckten Abkürzungen. Aber das kann auch jeder Casual nachvollziehen, was da passiert. Aber bei sowas nicht. Und auch so Mario 64 zum Beispiel noch. Also jetzt, was weiß ich, diese Speedruns durch die Bowser Stage und so ein Scheiß. Das ist immer alles cool anzusehen. Aber bei sowas, da checkst du gar nicht mehr, was da passiert. View of the journey to Army. Once I get there, I pause because I'm scared. Link looks like he's about to fall out. Honestly, I'm surprised I even made it. So Digga, sein Bein zuckt, Junge, sein Bein zuckt die ganze Zeit. I plow through the dialogue and Aber er hat's geschafft. I'm at Army. Er hat's geschafft. Muss ich das mal vor Augen führen, muss ich das mal vor Augen führen einfach, dass er da fucking die besten Waffen im Spiel hat, obwohl er nicht mal auf der Himmelsinsel und nicht mal in Hyrule war. Es ist so dumm. Mach mal die fucking Ausdauerknolle. Okay, I throw a ruby, but I want to test my weapon. I had an idea of what I wanted this test to look like. I choose the claymore so that I could spin. And I left the part out where I duped a ton of stamina onions to make a bunch of stamina food, and then cut out all the menu frames to make it look like one cool shot. First though, I test the weapon, and it's unbreakable still. So I spin my way through Army. Musst aber echt aufpassen, ne? Darfst dich ja nicht treffen lassen. Oh fuck. Achso, er hat ja unendlich Feen, stimmt ja. Oder nicht unendlich, aber ich glaube genug Feen. Ja, das ist halt echt ganz geil. Das ist auch badass einfach, Junge. Das ist echt badass, einfach die Waffe benutzen, weil die nicht kaputt gehen kann. Aber es gar nicht so viel bringt, ne? Weil die halt doch ein bisschen aus dem Weg immer gehen. Big Chungus, Big Chunk. WTF. Aber hat er genug Feen? Da würde ich mir ein bisschen Gedanken drum machen, oder? Ich bin gerade nicht sicher, wie viele er noch hat. Das bringt so gar nichts einfach. Also er wäre viel schneller mit Rhodoniten, mein Gott. Ne? Aber egal, einfach für den Flex. Okay, jetzt muss man sogar. So, weg mit den Atzen hier. Die Waffe ist zu krass. Die Waffe ist zu krass. Die hat quasi alles gewonnen. I need to clip into the Ganondorf fight, and in this attempt I just grabbed 2 spears and used this wall to zuggle a few more times. I clip in the normal speedrun spots.
Das wird auch so einfach ausgesehen lassen, ne? Das sieht so aus, als das so einfach wäre. Selbst das ist abgefuckt. Which is made pretty easy by this weapon. Digga. Junge, ist das gottlos. Das war's. Then the Demon Dragon fight, which the weapon is still unbreakable. I sort of thought it might stop working here. There's still not much to see in this fight, so we moved to catching Zelda and to end the game with 0%. Hat er es geschafft? Oder fehlt noch was? But wait a minute. What about touching the surface? Those of you with a keen eye might have seen that when I zuggled all those shields, that there was a wing shield in the mix. But why? Well, before I started the setup for GSI Skip, I fuse entangled a wing and recall locked it in the sky. Warum? Where in the sky, though? Ach, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, er hat einfach jetzt noch er hat jetzt einen fucking Wing platziert. Das kennt man auch schon, das hat er in einem anderen Video erklärt. Er hat jetzt auch noch einen Flügel platziert. Also, was ist denn? Einen Gleiter platziert, damit die nicht auf dem Boden landen oder was? Damit ihr Zelda drauf landet und einfach sich den Rücken bricht. Hä? Right there. Zelda's gonna have to wait. I have a surface that I need to stand on. We are gonna escape needing to catch Zelda. This was something that was discovered by the Japanese glitch hunting community and is the main reason we needed the fairies. Ja, ihr wisst, was ich If we meine. land on this object, we get an extremely limited amount of control. The only thing we can do is move, jump, and jump attack, but the jump attack is cancelled after 1 frame. We can also dive, but diving will completely lock us. Das geht. Ja, nicht Zelda. Zelda, glaube ich, fällt dann einfach durch. Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Oder sie bleibt auf der Stelle stuck, aber hat keine Animation wahrscheinlich. Also ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Out of landing again. Ah, das geht, wusste ich. Das geht, wusste ich tatsächlich. There is an invisible box around Zelda, but if we face Link in the direction we want to go and run off, we start falling until we are under this invisible wall. We can then use the jump attack to rise back up. Halt dein Unfortunately, Maul. there is a larger box around this area that prevents you from landing on the surface or getting too far away. Yeah. But these sky islands are within that box, so we're gonna make our way over there. Very slowly, might I add. While we are doing the jump attack, we can only head in one direction, so whatever direction we chose will hopefully lead us to the sky island. Unfortunately, I missed, but there is hope to recover. I can press R to skydive, and you'll see that we aren't descending at all. If I make my way over to this construct, he will attack me and knock me out of my skydive. So, I'm standing on something other than GSI. Digga, But ist das it's dumm. not the surface. So I line up to head down to this island. Warum macht er das? Muss er das gerade überhaupt machen oder will er das einfach just for fun machen? So when doing Zelda Escape on a normal file, we would come here to do the dive challenge. This removes the barrier, giving us more access to the world. But the first time you come here, you need to activate this terminal. Yeah, And okay. We can't activate it in this state. If you haven't noticed, we don't have Raru's arm. But in a normal file, you can Stimmt. Ah, Leute, ich weiß. Ja, natürlich, es ergibt Sinn, dass er Rauchus Arm nicht hat, weil Rauchus Arm wird ja quasi rückgängig gemacht in dem Moment, in dem Zelda auch zurückverwandelt wird. Dann hat Link auch wieder seinen normalen Arm, zumindest kurzzeitig, also für die letzte Sequenz. activate it in this state. If you haven't noticed, we don't have Raru's arm. Aber krass, dass das Spiel das sogar merkt. Also, dass das Spiel deswegen sagt, yo, du hast ja Rauchus Arm nicht, also kannst du das Sono-Ding auch nicht aktivieren. Das ist ja voll krass. But in a normal file, you can just come here and do that before beating the game and leaving Zelda in the sky. And Aber auch it's hier a hat er einen normalen lot Arm. easier with the paraglider. Doing this causes a massive amount of extremely fun and interesting glitches, which you can do in all versions of the game without any glitches to set up. Zelda, was How geht da about ab? this? I'll release a guide once I get to 25k subscribers. I'm just kidding. I'll release a guide right after this video. Subscribe so you don't miss it. Das habe ich sogar Anyways, mitgekriegt. this still isn't the surface. So I set my sights on Hyrule Castle. I have to be lined up perfectly. Any small deviation at this distance could make me miss my mark. I make it to the castle, and I have to be very careful because the Void Out trigger is right beneath my feet. And Bruder. that will send me back to catching Zelda without any ability to land on my platform again. I know there's a Korok at the top, so I climb up here to see if I can get it. And I can. I know Koroks count towards the percentage, but nothing I do in this state counts towards the completion percentage. Digga. But this still isn't the surface. With the trigger so high, I Also, okay. Digga. Okay, also in dem State gerade, weil er nur noch Zelda fangen muss, zählen keine Prozente. Deswegen kann er auch einen Krog einsammeln und theoretisch Dinge machen einfach. Bis auf halt die Zone, die er nicht betreten darf, ne? don't know if I can. I look around and it kind of looks like part of Death Mountain is above the trigger. So I wiggle my way over there. Warum, Bro? Warum? Warum einfach?
Verlasst ihr die Zone? I'm Oder nee? expecting to get jacked any minute now, but I was able to land. I'm on the surface without ever doing GSI. Aber das Schloss zählt doch auch. Das Schloss zählt auch als Surface von Hyrule. Also ich meine, ja, okay, es ist nicht die Oberfläche, so es berührt ja den Boden. Wobei, theoretisch berührt es den Boden schon. Das Schloss schwebt ja nicht, das Schloss steht ja auf einer Säule. So, das wissen viele ja nicht, ne? Das ignoriert man irgendwie diesen Fakt, aber das Schloss gehört ja auch zum Boden. While I would have preferred complete freedom, this will do for now. But I do have a hope that I can remove the GSI barrier completely. One last thing though, I head to this Sky Island and then make my way to GSI. It's crazy because GSI has no collision in this state. This has nothing to do with the fact that I skipped GSI, it's just how it is in the Zelda Catch state we are in. Okay, alles andere funktioniert, aber während man Zelda fangen soll, funktioniert nur die vergessene Himmelsinsel nicht. Warum? Warum denn gerade nur das nicht? Digga. Also made an attempt to get taken by the Lost Woods, but it never took me. So it's time to turn in. I hit the boundary, catch Zelda, Okay, jetzt aber wirklich. and beat the game. Nicht schlecht. I'll load back into my save and look at my percentage. Wollte gerade sagen, dann bist du wieder ganz oben im Prinzip so. Ah, noch Room of Awakening, man kennt's. 0%. Junge, ist das krank. Ist das krank. Well, that's all I have for this video. I want to thank my channel members, CTV, Crescendo, Dance France. Ah, SeeTV, lol. SeeTV, die Legende, man kennt ihn, klar. Moment, nicht mal das. Jetzt ist nicht mal hier, ihr habt's ja gesehen, ne? Da steht nicht mal vergessene Himmelsinsel. Der hat nur den Raum des Erwachens und der zählt anscheinend, warum auch immer, nicht zu den Prozenten. Na, da Glück gehabt, ne? Stell dich mal vor, das würde dazu zählen. Das wäre halt richtig bitter. 0%. Ist das krank. Ist das Well, krank, that's all I Alter. have for this video. I want to thank my channel members, CTV, Crescendo, Dance France, D5 for Bees, Junge. Uncle Sensei, Math Music, Shuishi, Planethac, Trevor, Jane Quito, Weirda, and Why You Have to Be Mad. SeeTV, der immer noch leugnet, dass Kamek ein Magikuba ist. For watching. Junge, gestört. Also wirklich, ich liebe diese Videos einfach. Es ist so nerdiger Shit und ja, keine Ahnung. Mein Kopf explodiert danach immer ein bisschen, das ist okay. Aber schön, schön. Sehr gut, Alter. Wirklich abonniert diesen Kanal, das ist zu heftig. Link wie in meiner Videobeschreibung und jetzt hier im Chat auch, jetzt Bescheid. So. Top.